Hallo, herzlich willkommen zur mündlichen TLC-Prüfung. Mein Name ist Frau Mia und das ist Herr Koch. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen: sich vorstellen, Bild beschreiben und etwas planen. Sie sind Teilnehmerin A und Sie sind Teilnehmer B und wir fangen mit Teilnehmerin A an. Ich bitte Sie zunächst, sich einmal kurz vorzustellen. Hallo, guten Tag. Ich heiße Larysa Kowalenko. Ich bin 31 Jahre alt. Ich bin in der Ukraine, in Odessa, geboren und aufgewachsen. Odessa liegt am Meer und ist bekannt für seine schöne Altstadt. Ich lebe seit ungefähr einem Jahr in Leipzig. Zurzeit mache ich eine Ausbildung als Zahnarzthelferin, weil ich schon in der Ukraine im medizinischen Bereich gearbeitet habe. Mein Mann arbeitet ebenfalls hier in Leipzig und wir haben zusammen einen kleinen Sohn. Meine Eltern leben noch in Odessa. Wir telefonieren fast jeden Tag mit ihnen. Meine Muttersprache ist Ukrainisch. Ich spreche außerdem gut Russisch und ein bisschen Englisch. Was machen Sie am liebsten, wenn Sie Freizeit haben? Ehrlich gesagt habe ich mit einem kleinen Kind nicht so viel Freizeit, aber wenn ich Zeit habe, gehe ich gerne mit meinem Sohn in den Park. Wie gefällt Ihnen die Ausbildung als Zahnarzthelferin bisher? Sie gefällt mir sehr gut, auch wenn die Fachbegriffe auf Deutsch am Anfang schwierig waren. Was sind Ihre Pläne, nachdem Sie die Ausbildung abgeschlossen haben? Wenn ich fertig bin, möchte ich in einer Zahnarztpraxis hier in Leipzig arbeiten. Später würde ich gerne auch Nachtschichten übernehmen, weil man dann besser verdient. Dankeschön. Dann machen wir mit Teilnehmer B weiter. Hallo, guten Tag, ich heiße Omar Al-Sayed. Ich bin 24 Jahre alt, ich bin in Syrien in Damaskus, geboren und aufgewachsen. Damaskus ist eine sehr alte Stadt mit vielen historischen Gebäuden. Ich lebe seit 2 Jahren in Stuttgart. Im Moment arbeite ich als Lagermitarbeiter, aber das ist nur eine Übergangslösung. Nach dem Deutschkurs möchte ich Informatik studieren, weil ich mich schon immer für Computer interessiert habe. Meine Familie lebt noch in Syrien und ich lebe hier alleine in einer kleinen Wohnung. Ich bin nicht verheiratet. Meine Muttersprache ist Arabisch. Ich spreche außerdem fließend Englisch und ein bisschen Französisch. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich programmiere gerne kleine Projekte am Computer und manchmal treffe ich mich mit Freunden zum Schachspielen. Was für Projekte programmieren Sie denn? Meistens kleine Webseiten oder einfache Apps, einfach um zu üben. Sie haben gesagt, dass Sie Informatik studieren möchten. Was brauchen Sie dafür noch? Ich brauche zuerst mein B1-Zertifikat und danach möchte ich mein Deutsch weiter verbessern, weil man für ein Studium mindestens C1-Niveau braucht. Das wird nicht einfach, aber ich bin motiviert. Dankeschön. Teil 1 der Prüfung ist beendet. Wir fangen jetzt mit Teil 2 der Bildbeschreibung an. Auf dem Foto sehe ich einen Mann und eine Frau. Sie sitzen draußen an einem kleinen Holztisch vor einem Café in einer engen alten Straße. Der Mann trägt einen dunkelgrünen Pullover über einem gemusterten Hemd. Er hat lockige, kurze braune Haare und einen kleinen Bart. Die Frau trägt einen rostroten Strickpullover und große Ohrringe. Ihre dunklen, welligen Haare hat sie zu einem lockeren Dutt gebunden. Beide lachen sehr herzlich und scheinen sich gerade über etwas Lustiges zu unterhalten. Ich habe den Eindruck, dass sie sich schon lange kennen, denn sie wirken sehr entspannt und vertraut miteinander. Auf dem Tisch stehen 2 Tassen Kaffee, ein Glas Wasser, eine kleine Zuckerdose und ein kleines Notizbuch. Im Hintergrund sieht man weitere Gäste an anderen Tischen und mehrere Personen, die die Straße entlang gehen. Am linken Bildrand ist ein Café mit der Aufschrift Café du Soleil zu sehen. Das Thema des Fotos ist für mich eindeutig Freundschaft, denn man sieht 2 Menschen, die zusammen Kaffee trinken und eine schöne Zeit miteinander verbringen. Das Foto wurde wahrscheinlich in einer europäischen Altstadt aufgenommen, vielleicht in Frankreich oder Italien. Kennen Sie diese Situation auch aus Ihrem eigenen Leben? Treffen Sie sich oft mit Freundinnen zum Kaffeetrinken? In der Ukraine habe ich mich früher fast jede Woche mit meiner besten Freundin getroffen. Wir haben stundenlang in Cafés gesessen und geredet. Hier in Leipzig ist das leider ganz anders, denn ich kenne noch nicht so viele Leute. Aber ich habe eine Freundin aus meinem Deutschkurs gefunden, mit der ich mich ab und zu treffe. Ist es für Sie schwer, in Deutschland neue Freundschaften zu finden? Ja, ehrlich gesagt schon, weil ich mit der Arbeit, der Ausbildung und meinem Sohn nicht so viel freie Zeit habe. Aber ich denke, mit der Zeit wird es besser, wenn mein Deutsch noch besser wird. Im Vordergrund sehe ich 4 Personen, die zusammen auf einem Weg im Park joggen.
Eine ältere Frau, ein Mädchen, ein Mann und eine junge Frau. Die ältere Frau trägt eine dunkelblaue Sportjacke, ihre grauen Haare sind zu einem Pferdeschwanz gebunden. Das Mädchen trägt einen rosa Hoodie, ihre braunen Haare wehen im Wind, der Mann in der Mitte trägt ein graues Sportshirt und eine schwarze kurze Hose. Er hat kurze dunkle Haare und einen Bart. Die junge Frau rechts trägt ein türkisfarbenes Langarm-Shirt und eine schwarze Leggings. Ihre braunen Haare sind offen. Alle vier scheinen sehr fit und glücklich zu sein. Sie lächeln beim Laufen. Ich habe den Eindruck, dass es sich um eine Familie handelt, denn die Personen sehen sich ein bisschen ähnlich. Es könnten Großmutter, Vater, Tochter und vielleicht eine ältere Schwester sein. Im Hintergrund sieht man viele Bäume mit orangefarbenen und roten Blättern. Außerdem liegen überall Blätter auf dem Weg. Am rechten Bildrand steht eine Bank und im Hintergrund gehen noch weitere Personen spazieren. Die Personen sind eindeutig draußen, wahrscheinlich an einem kühlen, aber sonnigen Herbstmorgen, denn alle tragen leichte Sportjacken. Sie laufen zusammen auf einem asphaltierten Weg und unterhalten sich vielleicht dabei, denn sie schauen sich gegenseitig an. Das Thema des Fotos ist für mich Sport und Aktivitäten, aber es könnte auch mit dem Thema Familie zu tun haben, weil hier mehrere Generationen gemeinsam etwas unternehmen. Das Foto wurde wahrscheinlich am Wochenende in einem Park aufgenommen, wenn Familien mehr Zeit füreinander haben. Machen Sie auch gerne Sport, so wie die Person auf dem Foto? Nicht so oft, ehrlich gesagt. Ich spiele lieber Schach oder gehe manchmal ins Fitnessstudio. In Syrien habe ich früher viel Fußball gespielt, aber hier in Stuttgart habe ich noch keine Mannschaft gefunden. Denken Sie, dass es wichtig ist, als Familie gemeinsam Sport zu machen? Ja, das finde ich sehr wichtig, weil man dabei Zeit miteinander verbringt und gleichzeitig gesund bleibt. Meine Familie ist leider noch in Syrien, deshalb kann ich das im Moment nicht mit ihnen machen, aber ich hoffe, dass sich das irgendwann ändert. Vielen Dank. Das war der zweite Teil. Kommen wir nun zu Teil 3. Gemeinsam etwas planen. Hallo Oma, wie geht's dir? Hallo Larisa, danke, ganz gut. Und dir? Auch gut, danke. Ich habe einen Vorschlag. Das Wetter soll am Wochenende so schön sein. Wollen wir zusammen wandern gehen? Das ist ein toller Vorschlag. Wohin sollen wir denn wandern? Ich schlage vor, dass wir in den Schwarzwald fahren. Dort gibt es schöne Wanderwege. Das ist ziemlich weit. Ich fände es besser, wenn wir stattdessen etwas Näheres suchen, zum Beispiel den Wald hier in der Nähe von Leipzig. Das stimmt, du hast recht. Gut, dann machen wir das so. Wie kommen wir dorthin? Wir könnten mit dem Auto fahren, dann sind wir flexibler. Einverstanden. Was sollen wir mitnehmen? Wir brauchen auf jeden Fall genug Wasser und ein paar Sandwiches. Was denkst du darüber? Wie bitte? Kannst du das noch einmal sagen? Ich habe das letzte Wort nicht verstanden. Klar, kein Problem. Ich meinte Sandwiches, also belegtes Brot zum Mitnehmen. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Ich bringe noch etwas Obst und Schokolade mit. Perfekt. Und was machen wir unterwegs? Sollen wir Fotos machen? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht können wir auch eine kleine Pause am See machen, wenn wir einen finden. Das gefällt mir sehr gut. Um wie viel Uhr wollen wir uns treffen? Passt es dir um 9 Uhr morgens? Ja, das passt mir gut. Treffen wir uns am Bahnhof? Gut, dann haben wir jetzt alles organisiert. Ich freue mich schon auf die Wanderung. Ich mich auch. Bis Samstag, Larisa. Bis Samstag, Oma. Tschüss. Hallo, herzlich willkommen zur mündlichen TLC-Prüfung. Mein Name ist Frau Mia und das ist Herr Koch. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen: sich vorstellen, Bild beschreiben und etwas planen. Sie sind Teilnehmerin A und Sie sind Teilnehmer B und wir fangen mit Teilnehmerin A an. Ich bitte Sie zunächst, sich einmal kurz vorzustellen. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Thuy Nguyen. Ich komme aus Vietnam, geboren bin ich in Hanoi, aber aufgewachsen bin ich in einer kleinen Stadt in der Nähe. Seit 1,5 Jahren lebe ich jetzt in München, zusammen mit meinem Freund. Vorher habe ich in Hanoi als Verkäuferin in einer Bäckerei gearbeitet. Hier in München mache ich zurzeit einen Deutschkurs und arbeite nebenbei stundenweise in einem Café. Mein Ziel ist es, nach dem B1-Kurs eine Ausbildung zur Physiotherapeutin zu beginnen, denn ich habe schon in Vietnam gerne im Gesundheitsbereich gearbeitet. Meine Eltern und meine jüngere Schwester leben noch in Vietnam. Wir schreiben uns fast täglich über Videoanrufe. Zu Hause spreche ich Vietnamesisch, außerdem kann ich ziemlich gut Englisch. Ist das Leben in München anders als in Hanoi? Was ist für Sie der größte Unterschied?
Ja, sehr anders. In Hanoi ist es viel lauter und voller, hier in München ist alles ruhiger und ordentlicher. Am Anfang habe ich die Ruhe hier sogar ein bisschen komisch gefunden. Wenn Sie mehr Freizeit hätten, was würden Sie gerne machen? Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich gerne wieder mit dem Kochen anfangen. Denn früher habe ich sehr gerne vietnamesisch gekocht, aber im Moment fehlt mir dafür einfach die Zeit. Was fällt Ihnen beim Deutschlernen am schwersten? Am schwersten finde ich die Artikel, also der, die, das. Im Vietnamesischen gibt es so etwas gar nicht, deshalb muss ich jedes Wort einzeln auswendig lernen. Warum möchten Sie genau Physiotherapeutin werden? Weil ich gerne Menschen helfe und weil ich denke, dass dieser Beruf hier in Deutschland auch in Zukunft sehr gefragt sein wird. Dankeschön. Dann machen wir mit Teilnehmer B weiter. Guten Tag, ich heiße Georgi Beritze und komme aus Georgien, aus der Hauptstadt Tiflis. Ich bin seit 3 Jahren in Frankfurt, zusammen mit meiner Frau und unseren 2 Kindern, die 6 und 9 Jahre alt sind. Beruflich arbeite ich auf dem Bau, das habe ich schon in Georgien gemacht, und ich möchte diesen Beruf hier gerne weiterführen, aber auf einer höheren Position. Meine Frau arbeitet Teilzeit in einer Reinigungsfirma und meine Eltern sind letztes Jahr zu Besuch gekommen. Das war ein sehr schöner Moment für uns. Meine Muttersprache ist Georgisch, ich spreche außerdem gut Russisch und lerne jetzt seit einem Jahr Deutsch. Sie haben 2 Kinder. Wie schaffen Sie es, Familie, Arbeit und Deutschkurs unter einen Hut zu bringen? Ehrlich gesagt ist es manchmal stressig, aber meine Frau und ich teilen uns die Zeit gut ein. Abends, wenn die Kinder schlafen, lerne ich noch ein bisschen Vokabeln. Ist die Arbeit auf dem Bau in Deutschland anders organisiert als in Georgien? Ja, hier ist alles viel strenger geregelt, zum Beispiel beim Arbeitsschutz. In Georgien war das früher lockerer, aber ich finde die deutschen Regeln eigentlich gut. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, würden Sie gerne noch eine Weiterbildung machen? Ja, sehr gerne. Ich würde gerne einen Kurs zum Vorarbeiter machen, weil ich dann mehr Verantwortung und auch mehr Gehalt hätte. Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihrer Familie hier in Deutschland? Ich wünsche mir, dass unsere Kinder hier gut zur Schule gehen können und dass wir als Familie irgendwann eine eigene Wohnung kaufen können. Dankeschön. Teil 1 der Prüfung ist beendet. Wir fangen jetzt mit Teil 2 der Bildbeschreibung an. Es handelt sich um ein Klassenzimmer, in dem eine Lehrerin und mehrere Kinder zu sehen sind. Im Vordergrund sitzen 2 Kinder, die gerade die Hand heben. Im Hintergrund steht die Lehrerin neben einem Whiteboard. Die Kinder tragen alle eine Schuluniform. Die meisten ein weißes Hemd, manche mit einer dunkelblauen oder grünen Strickjacke und einer Krawatte. Die Lehrerin trägt eine gemusterte Bluse in Rostbraun. Ein Mädchen im Vordergrund hat geflochtene Haare, der Junge neben ihr hat lockige, dunkle Haare. Die Lehrerin hat braune, gewellte Haare bis zu den Schultern. Die Kinder sehen sehr motiviert und aufgeregt aus, besonders die beiden, die die Hand heben. Sie scheinen die Antwort unbedingt sagen zu wollen. Die Lehrerin lächelt freundlich und wirkt geduldig. Außerdem sehe ich ein Whiteboard mit einer Matheaufgabe zu Brüchen, ein Bücherregal, eine bunte Pinnwand und mehrere Trinkflaschen und Federmäppchen auf den Tischen. Durch die großen Fenster sieht man draußen Bäume und einen Schulhof. Die Situation ist eindeutig drin, in einem Klassenzimmer. Ich denke, dass die Lehrerin gerade eine Frage gestellt hat, denn mehrere Kinder heben die Hand, weil sie antworten möchten. Die anderen schreiben etwas in ihre Hefte oder hören aufmerksam zu. Das Thema des Fotos ist für mich eindeutig Bildung, genauer gesagt Kinder und Schule. Das Foto wurde wahrscheinlich in einer Grundschule aufgenommen, vermutlich während einer Matheunterrichtsstunde. Wie war die Schule bei Ihnen in Vietnam? Ist das ähnlich wie hier in Deutschland? In Vietnam war die Schule ganz anders. Wir hatten oft über 40 Schüler in einer Klasse und der Unterricht war viel strenger. Hier in Deutschland habe ich gehört, dass die Klassen kleiner sind und die Kinder mehr Freiheit haben, ihre eigene Meinung zu sagen. Denken Sie, dass es besser ist, wenn die Schülerinnen und Schüler im Unterricht so viel mitmachen wie auf dem Foto? Ja, ich finde das sehr gut, weil die Kinder dadurch selbstbewusster werden und besser lernen, ihre eigene Meinung zu äußern. Als ich klein war, hatten wir dafür leider nicht so viele Möglichkeiten. Vielen Dank. Auf diesem Bild ist eine Familie am Strand zu sehen. Eine Frau, ein Mann, ein Mädchen und ein Junge. Die Frau trägt ein geblümtes dunkelblaues Kleid und eine Sonnenbrille. Sie sitzt in einem Strandstuhl und liest ein Buch. Der Mann neben ihr trägt ein hellblaues Poloshirt, eine graue Shorts und ebenfalls eine Sonnenbrille. Das Mädchen trägt einen gestreiften Badeanzug, ihre Haare sind zu einem Zopf geflochten. Der Junge trägt ein dunkelblaues Badeshirt mit weißen Ärmeln und eine bunte Badehose. Die Frau hat braune, glatte Haare, der Mann hat kurze, dunkle Haare und der Junge hat wilde, zerzauste, dunkle Haare. Alle 4 scheinen sehr entspannt und glücklich zu sein.
Die Eltern lachen zusammen und die Kinder wirken total vertieft in ihr Spiel im Sand. Über den Eltern steht ein großer gestreifter Sonnenschirm, daneben liegen bunte Handtücher über den Stühlen und eine Strandtasche mit einer Sonnencremeflasche. Im Vordergrund sehe ich eine große Sandburg mit kleinen bunten Fähnchen und Muscheln. Außerdem liegen überall bunte Eimer und Schäufelchen im Sand. Im Hintergrund sieht man das Meer mit Wellen sowie weitere Sonnenschirme und Menschen am Strand. Die Familie ist eindeutig draußen, am Meer. Ich denke, dass die Eltern sich gerade ausruhen, während die Kinder gemeinsam eine Sandburg bauen. Die Mutter liest, der Vater unterhält sich mit ihr und die Kinder konzentrieren sich ganz auf ihr Bauwerk. Das Thema des Fotos ist für mich eindeutig Urlaub, es könnte sich aber auch um das Thema Familie handeln. Das Foto wurde wahrscheinlich im Sommer an einem Strand aufgenommen, vielleicht während eines Familienurlaubs. Machen Sie mit Ihrer Familie auch manchmal Urlaub am Meer, so wie die Familie auf dem Foto? Leider nicht so oft, weil wir mit 2 Kindern und meiner Arbeit auf dem Bau nicht viel Geld für so einen Urlaub übrig haben. Aber letztes Jahr waren wir für eine Woche in den Niederlanden, direkt am Meer, und meine Kinder haben es geliebt. Was machen Ihre Kinder am liebsten, wenn sie am Strand sind? Genau wie die Kinder auf dem Foto bauen meine Kinder auch am liebsten Sandburgen. Mein Sohn ist 6 und meine Tochter 9. Und die beiden können stundenlang im Sand spielen, ohne sich zu langweilen. Vielen Dank. Das war der zweite Teil. Kommen wir nun zu Teil 3. Gemeinsam etwas planen. Hallo Georgie, wie geht's dir? Hallo Tui, danke, gut. Und dir? Auch gut, danke. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir zusammen einen Kochabend machen und Gerichte aus unseren Heimatländern kochen? Das ist ein toller Vorschlag. Wann sollen wir das machen? Ich schlage vor, dass wir es am Freitagabend machen, weil ich da keine Arbeit habe. Freitag passt mir leider nicht so gut, weil ich da spät von der Arbeit komme. Wäre es besser, wenn wir es auf Samstag verschieben? Ja, das ist auch kein schlechter Vorschlag. Gut, dann machen wir es am Samstag. Wo wollen wir kochen? Wir könnten bei mir kochen, meine Küche ist ziemlich groß. Das gefällt mir. Was sollen wir kochen? Ich könnte Chinkali machen. Das ist ein typisch georgisches Gericht mit gefüllten Teigtaschen. Wie bitte? Kannst du das noch einmal wiederholen? Ich habe das Wort nicht verstanden. Klar, kein Problem. Chinkali, das sind Teigtaschen mit Fleisch, ein bisschen wie Ravioli, aber größer. Ach so, jetzt verstehe ich. Das klingt lecker. Ich koche dann gerne Pho, eine vietnamesische Nudelsuppe. Perfekt. Wer bringt was mit? Ich kaufe das Fleisch und das Mehl für die Chinkali. Gut, dann kaufe ich die Nudeln und die Kräuter für die Suppe. Was trinken wir dazu? Wir könnten einfach Wasser und ein bisschen Saft anbieten. Oder was denkst du? Ja, das passt gut. Um wie viel Uhr treffen wir uns? Passt es dir um 18 Uhr? Ja, das passt mir gut. Gut, dann haben wir jetzt alles organisiert. Ich freue mich schon auf Samstag. Ich mich auch. Bis Samstag, Georgie. Bis Samstag, Tui. Tschüss.